Kann man beim Deutschlernen Fehler machen? Kann man falsch lernen? Die Antwort darauf findest du in diesem Video. Wenn du Deutsch lernst, dann gibt es ein paar Sachen, die deinen Lernprozess positiv beeinflussen. Und einige, die entweder wenig effektiv sind oder sogar deinen Lernprozess verlangsamen und vielleicht auch sabotieren können. Das bedeutet, dass du diese Methoden natürlich vermeiden solltest. In diesem Video sprechen wir über 7 Lernfehler, die du vielleicht machst und wie du sie korrigieren kannst. Los geht's! Fehler Nummer 1. Du versuchst täglich oder wöchentlich Hunderte von Vokabeln zu lernen. Und auch wenn es nur 50 sind, das ist einfach viel zu viel. Es ist zwar sehr lobenswert, dass du motiviert und fleißig bist und wenn du ein fotografisches Gedächtnis hast, kannst du damit auch durchkommen. Aber als ganz normaler Sprachlerner ist das einfach zu viel Input. Weniger ist hier tatsächlich mehr, denn es kommt nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität an. Oder würdest du sagen, dass du nach einem Tag alle 100 Wörter, die du gelernt hast, auch wirklich fehlerfrei in Sätzen anwenden kannst? Dazu fällt mir sogar eine Geschichte ein, die ich vor einigen Jahren als Lehrerin erlebt habe. Ich hatte einen Schüler auf dem B2-Niveau. Er hatte eine hervorragende deutsche Aussprache und beherrschte auch die Grammatik sehr gut. Aber jedes Mal, wenn ich ihn etwas fragte oder er mit mir sprach, merkte ich, dass er zwar einen unglaublich großen Wortschatz hatte, also weit über dem B2-Niveau, aber er verwendete die Begriffe vollkommen falsch. Seine Sätze ergaben einfach wenig Sinn und es fiel mir tatsächlich schwer, ihm zu folgen und ihn zu verstehen. Auch ein K.O.-Kriterium übrigens für die B2-Prüfung. Ich fragte ihn daraufhin, ob er mir kurz sagen könne, wie er zu Hause lernt. Er sagte mir daraufhin, dass er täglich 30 bis 100 neue Wörter lerne. Er lernte dabei einfach nur die Wörter, ohne sie einmal konjugiert zu haben oder sie in einem Satz verwendet zu haben. Das führte zwar dazu, dass er zu fast jedem Wort mindestens 2 bedeutungsähnliche Wörter kannte, aber diese sehr oft einfach nicht in den Kontext passten. Also besser, weniger Wörter, dafür aber richtig gelernt. Und damit kommen wir auch schon zu Fehler Nummer 2, nämlich neue Wörter einzeln und ohne Kontext zu lernen. Sprich, du lernst einfach nur Wortlisten auswendig, ohne einmal einen Satz formuliert zu haben. Das mag in manchen Sprachen vielleicht zum Teil funktionieren, aber leider nicht in der deutschen Sprache. Denn an einem Wort hängen so viele Informationen dran. Zum Beispiel, hat das Verb eine Präposition? Ist es reflexiv? Und welcher Kasus folgt? Wenn du einfach nur das Wort freuen lernst, fehlen all diese Informationen. Erst wenn du den Begriff korrekt in einem Satz anwenden kannst, hast du ihn auch erfolgreich gelernt. Also, ich freue mich auf den Geburtstag. Hier siehst du auch, dass es sich um ein reflexives Verb handelt, das eine Präposition benötigt und danach der Akkusativ folgt. Also wichtig, immer im Kontext lernen. Übrigens, ein kleiner Tipp, wenn es ums Vokabelnlernen geht. Ich empfehle dir ein Karteikartensystem. Damit kannst du dich selbst testen und wiederholen. Und wenn du den Begriff verwenden kannst, dann kannst du die Karteikarte mit dem Begriff aus der Box werfen. Ich würde dir auch empfehlen, dass du die Wörter in Etappen lernst. Also zum Beispiel 5 bis 8 Begriffe pro Tag. Und diese am Tag dann auch mehrfach wiederholst. Am Ende des Monats kommen dann alle Karteikarten, auch die aussortierten, wieder zurück in den Kasten und du gehst alles noch einmal durch. Die du kannst,
sortierst du wieder aus und die, die du dir nicht merken konntest, lässt du drin und sie werden mit den neuen Karteikarten im Folgemonat zusammengepackt. Bei allem ist hier Wiederholung das A und O. Also wiederhole täglich mehrmals. Gehen wir weiter zu Fehler Nummer 3. Zuerst die Grammatik lernen. Sicher, man braucht ein Verständnis von den grammatikalischen Gesetzen einer Sprache, um einfach einen Satz zu formulieren. Was aber, wenn ich dir sage, dass du mit der richtigen Technik am Anfang komplett darauf verzichten könntest? Das ist doch eine gute Nachricht. Denn alles, was du am Anfang brauchst, sind Sätze, Sätze und noch mehr Sätze. Wenn du genug davon hast, leitest du dir nämlich irgendwann selbst eine Erklärung her. Unser Gehirn ist nämlich super darin, Muster zu erkennen. Selbstverständlich kannst du dein Grammatikwissen im Laufe der Zeit durch fokussiertes Lernen erweitern und das, was du schon selbst herausgefunden hast, natürlich auch bestätigen, indem du Grammatikbücher liest. Aber es ist ein großer Fehler, nur mit der Grammatik anzufangen. Du musst dir auch mal die Frage stellen, was du dir besser merken kannst. Konkrete Beispiele, die du vermutlich auch noch im Alltag brauchst, oder abstrakte Systeme. Sätze sind nämlich konkrete Beispiele und Grammatik ohne Beispiele ist einfach nur ein abstraktes System. Ich glaube, du kennst die Antwort bereits. Starte also so früh wie möglich mit Beispielen. Fehler Nummer 4 ist, glaube ich, der wohl beliebteste Fehler. Und ich finde ihn auch am schwierigsten. Nämlich erst dann zu sprechen, wenn man denkt, die Sprache richtig zu beherrschen. Ich verstehe absolut, dass es Überwindung kostet, auf einem Anfängerniveau Deutsch mit einem Muttersprachler oder einer Muttersprachlerin zu sprechen. Es ist unangenehm, Fehler zu machen. Man versteht nur die Hälfte, wenn überhaupt. Und es gibt viele, viele Missverständnisse. Aber das gehört alles zum Sprachenlernen dazu. Denk mal darüber nach. Wenn du als Kind hingefallen bist, hast du doch nie gedacht, oh, ich bin hingefallen, ich bleibe für immer hier liegen. Nein, das hast du natürlich nicht gedacht. Du bist wieder aufgestanden. Und so funktioniert das auch mit der Sprache. Man macht Fehler, es ist unangenehm, aber man macht einfach weiter. Und übrigens, ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst, aber ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier erwähnen möchte, ist, dass das Beherrschen einer Sprache nichts darüber aussagt, wie intelligent jemand ist. Vergiss das bitte nie. Nur weil du einen Fehler bei der Konjugation machst, verlierst du nicht, was du bist und was du gelernt hast. Ich dachte, das wäre wichtig, hier noch einmal zu erwähnen. Das heißt also kurz, lerne nicht erst monatelang vor, sondern mach alles parallel. Sprich, und wenn du die Grammatik lernen möchtest, lerne die Grammatik, trainiere dabei gleichzeitig auch dein Hörverstehen, lerne neue Wörter und vor allem wende die Sprache unbedingt direkt an. Dazu musst du keine langen Gespräche mit Muttersprachlern führen und du musst den Dialog nicht bis zum Schluss auf Deutsch führen, wenn du merkst, dass du nicht mehr weiterkommst. Dann kannst du nämlich einfach immer noch ins Englische übergehen. Wichtig ist nur, dass du es versucht hast. Und mit der Zeit wird es immer besser. Übrigens, Selbstgespräche helfen auch. Der nächste Fehler, den ich beobachte, ist, sich zu sehr auf das Englische zu verlassen. Jetzt habe ich eben gesagt, dass man, wenn man im Dialog nicht weiterkommt, gerne wieder ins Englische wechseln kann, was auch stimmt. Aber das bedeutet nicht, dass man es direkt machen sollte. Sicher, die Deutschen können ganz gut Englisch sprechen und viele werden mit dir auch Englisch reden, einfach um dir das Gespräch zu erleichtern. Aber stelle sicher, dass du zumindest immer wieder versuchst, die Gespräche auf Deutsch zu initiieren. Wenn du dich nämlich zu sehr auf Englisch stützt, muss ich dir ja nicht sagen, wirst du nur schwer vorankommen mit deinem Lernprozess.
Deshalb ist es übrigens auch oft so, dass Deutschlernende, die kein Englisch sprechen, schneller und besser Deutsch lernen als ihre englischsprachigen Kollegen und Kolleginnen. Weiter geht es mit Fehler Nummer 6. Lernphasen von der Freizeit zu trennen. Vielleicht ist dir das hier in Deutschland schon einmal aufgefallen, aber wir trennen gerne Berufsleben von Freizeit bzw. Privatleben. Zugegeben, das finde ich irgendwie merkwürdig und es macht auch nicht wirklich Sinn. Wir verhalten uns so, als ob unser Job getrennt von unserem restlichen Leben ist. Wenn wir so denken, ist das ganz schön deprimierend, denn wir verbringen ja fast täglich 8 Stunden am Arbeitsplatz. Dieses Verhalten oder diese Denkweise habe ich auch bei meinen Schülern häufig beobachtet. Sie trennen Deutschlernphasen von ihrem eigentlichen Leben. Beim Sprachenlernen kannst du das aber nicht machen, vor allem wenn du im Land deiner Zielsprache lebst. Warum? Weil du so viele Möglichkeiten und Chancen zum Lernen verpasst. Zudem ist die Sprache allgegenwärtig, also überall und gehört sowieso schon zu deinem Alltag. Warum dann nicht jede Gelegenheit zum passiven Lernen nutzen? Also, denke nicht, ich habe jetzt 3 Stunden Deutsch gelernt und jetzt will ich aber die nächsten 12 Stunden weder ein Wort Deutsch sprechen noch Deutsch hören. Mache Deutschlernen nicht zu deiner Arbeit, sondern integriere es in deinen Alltag. Lies deutsche Bücher, schaue deutsche Filme und höre deutsche Podcasts oder Radio. Lies deutsche Plakate, triff dich mit einer deutschen Freundin oder einem deutschen Freund, übe dein Hobby in einem Kurs mit mehreren Leuten aus oder auch Vereinen, wo du eben viel Deutsch sprechen kannst. Das alles wird dir dabei helfen, die Sprache schnell zu lernen und gut zu beherrschen. Und das ganz ohne das Gefühl zu haben, dafür hart gearbeitet zu haben. Und wenn wir schon dabei sind, wie lernst du? Denkst du auch, dass Deutschlernen getrennt vom Alltag oder von deinem Privatleben ist oder integrierst du es in deinen Alltag? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Und zum Schluss der letzte und vermutlich auch größte Fehler, Fehler Nummer 7. Ich kann das nicht Gedanke. Sowas wie Deutsch ist so schwierig. Das werde ich niemals lernen. Warum ist das so kompliziert? Ich verstehe einfach gar nichts. Oder auch sogar der Ablehnungsgedanke. Deutsch ist keine schöne Sprache. Ich mag die Sprache nicht und die Menschen auch nicht. Wenn du diese Gedanken hast, dann tust du jeden Tag etwas, was du eigentlich nicht willst, nämlich Deutsch lernen, weil du es ja nicht magst. Und unser Unterbewusstsein hört sehr gut zu. Wenn ich mir nämlich täglich sage, dass ich niemals Deutsch lernen werde, dann wird genau das passieren. Denn mein Unterbewusstsein sagt meinem Gehirn, pass auf, du kannst das nicht. Also bemühe dich erst gar nicht, dir diese Sachen zu merken. Und wenn ich denke, dass ich die deutsche Sprache nicht mag, dann wird sich alles in mir dagegen wehren, zu lernen. Auch mein Gehirn. Mit solchen negativen Gedanken wird das Deutschlernen nicht nur zu einer Qual, sondern fast unmöglich. Und das ist doch nicht dein Ziel, oder? Ersetze also unbedingt deine negativen Gedanken durch freundlichere Sätze. Auch zu dir selbst. Anstatt also zu denken, ich werde niemals Deutsch lernen, denke einfach, ich mache jeden Tag kleine Fortschritte beim Deutschlernen. Und anstatt ich hasse die deutsche Sprache, kannst du denken, ich freue mich schon darauf, die schönen Seiten der deutschen Sprache kennenzulernen. Gibt dir das nicht auch schon direkt ein ganz anderes Gefühl und eine ganz andere Motivation? Also, streiche Negativaussagen zur deutschen Sprache und zu den deutschen Menschen oder dem Land aus deinem Vokabular und ersetze sie durch positive Leitgedanken. Du wirst sehen, dass du riesige Sprünge machen wirst. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video geholfen hat und dass ich dir auch ein paar wertvolle Tipps geben konnte, wie du mit mehr Leichtigkeit und Erfolg Deutsch lernen kannst. Wie immer freue ich mich sehr über deinen Daumen nach oben, deinen Kommentar und dein Abonnement.
damit du natürlich keins meiner Videos mehr verpasst. Und dazu kannst du übrigens auch gern die Benachrichtigungen aktivieren. Bis dahin, pass gut auf dich auf und vertraue auf deine Fähigkeiten. Deutsch ist nämlich sicher nicht die schwierigste Sprache der Welt und ich bin mir sicher, dass du sie mit der richtigen Einstellung und den richtigen Methoden im Handumdrehen lernen wirst. Also dann, bis zum nächsten Mal.